Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampyr. Ja, wir sind wieder in einer neuen Aufnahmesession und da ist schon wieder ein ganzer Tag dazwischen. Es sind fast 24 Stunden, seit wir das letzte Mal hier gesessen sind. Und natürlich habe ich alles vergessen. Natürlich habe ich einfach mal alles vergessen, was wir machen wollten. Wir sind hier gerade bei den Docks unterwegs. Ja, also ich würde mal sagen, ne, wir gehen. Ich weiß nicht, was Vergangenheitswait machen wollte. Er wollte bestimmt was machen, hat bestimmt gesagt, oh, in der nächsten Folge machen wir dies, machen wir das, machen wir Ananas. Aber das war der Vergangenheitswait und der Zukunftswait oder beziehungsweise der Gegenwartswait, der gestern der Zukunftswait war. Und wenn du das siehst, ist er schon längst wieder der Vergangenheitswait, aber der aktuelle Gegenwartswait. Ja, ich würde sagen, wir machen mal die Hauptquest ein bisschen weiter. Ne? Da haben wir halt schon lange nichts mehr gemacht. Stelle dich dem Ascalon Club vor. Ich bin nämlich schon gespannt, wie, wo, was hier auf uns warten wird, ne? Wo waren wir hier lang? Was wird denn mit der, das bitte, oh, Alter! Heute reden, ne? Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Ich bin gespannt, wie die Kämpfe so funktionieren werden. Umfeld der Notunterkunft, bedenklich. Ja, wir müssen ja noch, bevor wir schlafen gehen, ne? Wir müssen noch einige Leute heilen, so ist es ja nicht. Swan Bros, yes, kennen wir auch noch. Die haben wir schon geheilt. Sonst hat hier, ja, Sean hat ja nix. Das ist gut. Jeder, der gesund ist oder sich gerade erholt, ist von Vorteil. Alles abgeschlossen, ne? Nee, die Kiste nicht. Schläft er? Ich würde ihn mal, wenn er nicht schläft, dann würde ich ihn mal wegtragen. So ganz, ne? So nebenbei. Würde ich halt machen. Einfach nur für die Moral, ne? Weil wenn da eine Epidemie herrscht und alle sich sagen, oh, da sterben alle Leute gerade weg und dann liegen hier Leichen rum, ich weiß ja nicht. Da oben ist die Unterkunft. Dann gehen wir mal weiter. Oh Mann, was hustet denn hier rum? Achso, das sind, ja, die sollen ruhig kämpfen. Die sind mir relativ egal. Die Wachen vom Breven. Gehen wir da eh richtig? Ja, ich glaube. Wir sollten da normalerweise hinkommen. Dann kriegen wir mal ein bisschen Blut zurück. Sehr schön. Wow. Da kamen wir nicht wirklich drum rum, ne? Um den kamen wir wirklich nicht drum rum. Ich bin schon so super gespannt auf den Ascalon Club, ne? Das ist ja diese... Ach, come on, ernsthaft. It's locked. Will ich hier hoch? Nee, natürlich nicht. Ach, come on. Das ist gemein. Jetzt können wir nochmal komplett außen rumlaufen. Aber hey... Warum denn auch nicht? Das hat echt so... Ne, wer diesen Flair mag, das ist ja Anfang 20. Jahrhundert, so nach dem Ersten Weltkrieg, das Setting. Und wenn man dieses Setting ein bisschen mag, ne, dann unbedingt mal bei den Peaky Blinders auf Netflix vorbeischauen. Ist sehenswert. Oh, lass mich in Ruhe, du. Das Level Up. Achso, das Aufleveln hat sich... Aua. Junge, es tut weh. Hat sich wirklich ausgezahlt. Wir tun uns jetzt sehr, sehr viel... Das war nicht ich. Das hat er jetzt von alleine gemacht. Geister? Oder ist es Weißbrot? Wer weiß. Geister? Geister? Weißbrot? Eine Folge von SpongeBob, by the way. Und ja, ich habe immer random SpongeBob-Folgen im Kopf. Mindestens einmal am Tag. Das sind so die Referenzen von den Serien, mit denen man aufgewachsen ist, ne? Aber ich glaube, das geht nicht nur mir so. So, wo sind wir denn hier unterwegs?
Ja, da ist ja Lady Ashbury, aber zu der gehen wir dann, nachdem wir uns beim Ascalon Club vorgestellt haben. Ghoulgräber, finde die Totengräber. Ja, sowas, irgendwas wollten wir machen. Aber ich würde halt echt hier mal wieder die Hauptquest ein bisschen voranbringen. Mhm. Mhm. Schüsse? Kommen wir hier nicht durch, oder wie? Ja, Quarantäne. Was soll man hier? Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit, verhindern Sie Ansteckungen. Unbedachtes Spucken, Schneuzen und Husten verbreitet die Grippe. Sie verbreitet sich durch Tröpfchen aus Nase und Rachen. Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit. Na, es waren halt auch mal so Infos, die neu waren. Sollen wir hier auch nicht... Ach, come on, wie soll man uns beim Ascalon Club vorstellen, wenn wir da nicht hinkommen? Gehen wir halt nochmal außen rum, nehmen wir nochmal die andere Seite. Aller guten Dinge sind 3, heißt ja so schön. Und trifft bei uns ja leider Gottes auch häufig zu. Und den hätten wir mal. Ach, come on. So eine Kackpratze, ne? Natürlich verfehlen wir dazwischen mal wieder. Oh. Junge, du gehst mir auf die Nüsse. Ja, du wirst dich nicht in Rauch verwandeln. Zumindest nicht noch einmal. Ein paar Mal hat das ja schon gemacht. Jo, mal die Kisten durchsuchen und dann können wir vielleicht hier lang. Geht's hier zum Ascalon Club? Ja, theoretisch. Ich höre gleich auf so zu reden. Ich weiß nicht, warum ich damit angefangen habe. Ich würde echt gern hin. Keep out. Aber das ist da hinter der Mauer, ne? Verunstalteter, geblendeter Skull. Dürfen wir hier durch? Da kommen wir nicht durch, ne? Wir können auch nicht laufen. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Mhm. Können wir jetzt durch dieses Tor durchgehen? Wir können nämlich wieder normal laufen. I cannot enter. Natürlich ist es wieder verschlossen. Vielleicht muss ich da jetzt diesen Vampir... Warte mal. Vielleicht müssen wir ja dahin zu denen und die jetzt ausschalten. 27, 28. Wird spannend. Eine nach dem anderen. Zuerst den schwereren. Den haben wir mal. Oh, keine Ausdauer mehr. Mal ein bisschen aufladen lassen. Okay, das ging besser als gedacht, ne? Ich dachte doch, wenn wir jetzt mehr Schwierigkeiten haben, können wir den durchsuchen. Die Gefahren des Ikors. Von all den bösartigen, garstigen Skulls, die ich jemals bekämpfte, mag das Ikor oder Ikor das Schlimmste gewesen sein.
Nicht wegen seiner Kampfkraft, obwohl es ein starker, gefährlicher Gegner bleibt, oder wegen seiner Schläuche und Gerissenheit. Ein Ikor ist eher roh und direkt in seinen Taten und Zielen. Doch zu jeder Zeit und überall, wo dies möglich ist, verbreitet es Krankheiten, Seuchen und Epidemien. Ein Ikor ist die Verkörperung von Viren und Infektionen. Wo es auch wandelt, treten Krankheiten auf und verbreiten sich rasant. Es ist, als würde es nur auf dieser Erde weilen, um Plagen und Epidemien zu erzeugen, als würden seine Haut selbst Siechtum ausdünsten. Ikor sind listig, heimtückisch und bösartig. Selbst unzählige Wunden machen ihm nichts aus. Die verderbte und perverse Natur der Ikor lässt sie das Verunreinigen von Wasserspeichern, Kornkammern und Gelagen freudig genießen. Sie sind selten genug, dass wir kaum etwas über sie wissen. Die träge Bruderschaft denkt, Ikor seien keine Vampire oder Skulls, sondern etwas anderes. Ich weiß nur eine Sache gewiss. Ein Ikor muss, sobald es gesichtet wurde, mit allen notwendigen Mitteln zerstört werden. Auskennt eure Feinde von Carl Eldridge, Anführer der Wache von Brevern. Und wir warnen noch schnell die Igor. Jetzt muss ich da jedes Mal an Igor denken. Und schon wieder so ein, ist süß, ne? Schon wieder so ein fahrender Laden von den Swanbrook Medicine, ne? Von dieser einen Dame. Mit dem blinden Bruder. Da drüben ist noch ein Mülleimer, den durchsuchen wir auch, ne? Wir sind zwar schick gekleidet, aber wir können jeden Groschen gebrauchen überfinden, beziehungsweise jeden Schilling. Aber wer das Kleine nicht ehrt, ist das Große nicht wert. Haben wir da hinten noch was? Nee. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Oh, wir sind aus dem West End, okay. Oh, wir haben eine Kiste zertreten. Alles klar. Oh, da ist ein Rekrut, da ist auch einer. Eine nach dem anderen. Den ersten haben wir. Aua, Junge, es tut weh. Aua. Snacktime. War. Auch keine Ausdauer mehr, das ist nicht so schwierig dann. Ah, verfehle ich auch noch. Oh, come on. Jetzt haben wir uns teilweise einfach noch blöd angestellt. Aber wir haben es geschafft. Das ist das Wichtige. Hat da irgendjemand was gedroppt? Unterschlupf. Oh, West End. Floki, was tust du denn an? Floki. The Ascalon Club. The heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. So viele neue Leute. Einige neue Leute. Werte Dame, wer sind Sie denn? Oh my God, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she Ashbury. also taught you how to tease and gently mock innocent young Econs. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Lady Ashburys Tochter.
Keine Beziehungen, außer Lady Ashbury, ne? Echt toll, dass wir die als erstes kennenlernen. Fragen wir sie mal übers Leben in London. Ist sie gesund? Ja. Achso, adoptiert. Erzählen Sie mir über Ihre Adoption. Tell me about your adoption. What do you want to know? Wer sind Ihre wahren Eltern? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. Du siehst also kein Vampir? Und wie sind Sie Lady Ashbury begegnet? How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Econ, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. Ein cleveres Mädchen also. Erzählen Sie mir von der Nachbarschaft. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Ja, ich wurde hier geboren. Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Also, Charlotte, was willst du denn damit andeuten? Also, will ich auf deine Mutter stehen? Dr. Reed doch nicht. Bedrückt sie denn etwas? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich? I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Wo du recht hast, hast du recht. Und was machen Sie zu so später Stunde noch hier? What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Was? Sind Sie eine Suffragette? Was ist denn eine Suffragette? Ich weiß, ich spreche es falsch aus. Aber ich wüsste auch nicht, wie man es richtig ausspricht. Die Suffrakete gefällt mir eigentlich relativ gut. Also sind Sie denn eine Suffrakete? Are you a suffragette then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. Gut zu wissen. Sie mag uns also. Wie reagieren denn die Bürger? How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well,
She got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. Natürlich nicht. Wir haben eine neue Untersuchung freigeschalten. Wir müssen die zweite Suff-Rakete finden. Was wissen Sie denn eigentlich über mich, ne, wenn die Mutter so viel erzählt hat? What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously. And the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Vielleicht. Eigentlich nein. Of course not. You have nothing to fear from me, or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Eine Seelenverwandte. Persönliche Fragen haben wir hier. Oh, warum hat sie Lady Ashbury denn adoptiert? Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Ja, muss teilweise Horror sein, ne? Sonst haben wir eh nichts mehr, ne? Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. No, das werden wir. Aber ich weiß nicht, ob das davor ist. Wen haben wir denn hier noch? Da, oh, da ist auch noch einer. Wie sie schön alle dastehen. Und sie alle rauchen. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. Oh, ein Verkäufer, deswegen begrüßt er uns auch so freundlich. Er will ja nur was verhökern. Ist ja klar. Also Russell, ne? Erzählen Sie mir mal ein bisschen was über Ihr Leben in London. Dann können wir eventuell über Handel reden. Ist hier irgendetwas Interessantes passiert? Und da hinten streiten sich zwei, ne? What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Ich habe spezielle Vorlieben. Ist Essen alles, was Sie interessiert? Finding a good restaurant. Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. Naja, sieht man ein bisschen. Jalun Russell hat eine Vorliebe für Restaurants und reich gedeckte Tische, was man ihm auch wirklich ansieht. Aber ich habe spezielle Vorlieben. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Ja, ihr nicht. Wir sind Veganer, ne? Eine Überraschung für Londons einsamen Feinschmecker. Erzählen Sie mir denn ein bisschen von der Nachbarschaft. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. Seien Sie nicht so naiv.
You cannot expect the newspapers to expose the truth while the war is still raging. I can assure you that the situation here is desperate. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? Ohrenschwurbler. Kalun ignoriert die Ernsthaftigkeit und Gefahr, die von der Epidemie ausgeht. Oh, wie geht das Lied so schön von Kafka? Querdenker klatschen, ne? Ihr Laden hat so spät noch geöffnet? Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. The freaks come out at night. Ist es nicht ein bisschen gefährlich? But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. Erste Reihe fußfrei. Sie bevorzugen das nächtliche Leben. Sind Sie vielleicht Vampir? So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Alles klar. Ja dann, persönliche Fragen haben wir dann was. Oder lebt Ihre Familie denn in der Nähe? Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Londons einsamer Feinschmecker? London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Sind Sie denn einsam? Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. Was hast du denn in deinem I Laden? may have a look at your goods, Mr. Russell. Okay, Bleiplatten und sowas hat er alles, aber es sind alles super teuer, die Sachen. Opium bringt Opium und das finden wir ja alles so nebenbei. Alles Sachen, die wir auch so finden, ne? Ach, das hat so geklungen, als würden die, es wird nie gestritten, ne? Wer hat die Good Dame? evening, Miss Ashbury. And good Also. evening to you, Dr. Reed. Ah, das ist Charlotte, Ashbury, alles klar. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. Ja, She's ja. been quite busy these last few nights. Ja, das kennen wir ja. Suspect you may see Ja. her before me. Die war da drüben noch rauchen, alles klar. Wer daher? Ein Fremder, der an die Tür klopft und sagt, dass man keine Fremden ins Haus lassen soll. Was bist denn du für ein Kauz? May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. Das glaube ich gern. Wann bist du denn zurück nach London gekommen? When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. Ich denke auch nicht darüber nach. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. Ja, kein Problem. Und was für eine neue Schlacht führst du? What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere.
vampires. Naja, Vampire überall. Nee, davon habe ich noch nichts gehört. Wenn du wüsstest, wo die überall sind. Wie geht es denn deiner Frau? How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. Hast du den Ärger zu Hause? Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Venus Crossley, okay? Ist schwer besorgt um den Ruf ihrer Familie. Ah, das ist Venus. Alles klar. Oh, Migräne können wir leider nicht heilen. Aber immerhin bist du am Leben, ne? Das ist ja schon mal etwas. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Na, okay. Ja, es hat viele verändert. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Ja, ein bisschen Schlaf schadet nie. Oh, jetzt nicht sagen, ne, dass schon wieder Charlotte da drüben steht. Die will einfach beobachtet werden von uns. So, Escalon Club. Der müsste dann hier hinter diesen Toren sein. Aber durch diese Tür gehen wir erst in der nächsten Folge. Wir sind nämlich schon wieder am Ende angelangt. Es vergeht einfach viel, viel zu schnell, so eine Folge, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und wir sehen uns in der nächsten Folge im Escalon Club wieder. Tschüss mit Ö.